Wahnsinnig, oder? Ein unglaubliches, der berühmte Unglaublicher Ort, ja. Gehen wir mal hier rüber, denn da liegt der Grundstein des Lucerne Festival, damals die internationalen Musikfestwochen Luzern. Und zwar steht ja auch hier drauf, Arturo Toscanini damals, ein Orchester zusammengestellt und hat hier vor dem Wagner-Museum das Siegfried-Idyll aufgeführt. Und das gilt eigentlich als Grundstein für das Lucerne Festival. Ja. Genau. Ich erinnere noch, als ich dich gefragt habe, ob du künstlerischer Leiter der Academy hier werden willst, hast du schon auch kurz gezögert und mir danach gesagt, das sind halt auch große Fußstapfen. Ich weiß nicht, ob das deine Worte waren, aber so gefühlt, Boulez, dann Riem und jetzt Wiedmann. Natürlich. Ich von außen sage eine ganz logische Reihe und auf Augenhöhe. Du hast erst noch kurz gezögert. Ja, absolut, weil das zwei Gestalten sind, die ich nur verehren kann und die auch für meine eigene musikalische Biografie so wichtig waren. Und ich würde nie drauf kommen zu sagen, ja klar, ist doch logisch. Also ich hätte mir sozusagen an deiner Stelle eher Sorgen gemacht, wenn ich gesagt hätte, ja, ist doch klar, mache ich. Also da brauchte ich wirklich noch ein bisschen, wie sagt man im Englischen, to digest, um es zu verdauen. Aber jetzt fühlt es sich tatsächlich für mich so an, ich habe richtig Lust loszulegen. Nachdem wir gesagt haben, wir machen das zusammen, kam er hier auf dich zu und ich hatte einen Wunsch. Ich finde einfach Tutuguri von Wolfgang Riem ein unfassbares Stück. Ja. Damit bin ich auf dich zugegangen, habe gesagt, könntest du dir das vorstellen, im ersten Jahr zu dirigieren? Ja. Auch da entstand wieder eine lange, lange Pause. Richtig, weil es ein monströses Stück ist. Eins der monströsesten, die im 20. Jahrhundert geschrieben worden sind. Und jeder Dirigentenkollege würde auch zögern bei dieser Riesenpartitur. Aber es ist sein Hauptwerk, würde ich wirklich sagen. Da hat er auch so viele Stücke vereint und so viele Ideen auch vereint. Und es ist ganz wichtig, dieses riesenhafte Stück mit dem Lucerne Festival Contemporary Orchestra eben gemeinsam zur Aufführung zu bringen. Ich glaube, das macht auch Luzern aus. Wir haben das Lucerne Festival Orchestra mit Chai und wir haben dich mit der Academy. Und beides ist in diesem Ort gleich wichtig. Wo hat man das nochmal? Dass wir das nach außen auch bringen. Ja. Und dann wirklich an die großen Säle in Europa, was wir hier erarbeitet haben mit den jungen Leuten zusammen. Also das freut mich schon ganz besonders, dass wir damit dann noch woanders hingehen. Man muss als Komponist oder eben auch als künstlerischer Leiter überlegen, was man programmiert. Und dir war es immer wichtig, bloß nicht zu viel Wiedmann, sondern eben auch andere Komponisten vor allem ins Rampenlicht zu stellen. Und dir war ein Komponist sehr wichtig, Marc-André. Ja, bei Marc-André ist es so, dass die Stücke oft am Anfang ganz hermetisch wirken, weil er ja in vielen seiner Stücke kaum Tonhöhen hat, sondern eben so einen Grundklang. Das Geräusch spielt eine Riesenrolle. Seine Musik hat sich aber in den letzten Jahren sehr verändert. Und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir sein Klarinettenkonzert für Klarinette, Orchester und Elektronik hier beim Lucerne Festival zur Aufführung bringen werden. Ein zweiter Komponist, der dir auch am Herzen lag, war auch Heinz Holliger. Ja, wie kommt die Beziehung? Ohne Heinz Holliger hätte ich nie die Professur angetreten in Freiburg. Ich war ja damals erst 27, als ich seinen Anruf bekam, wo er gesagt hat, du musst dich bewerben in Freiburg, die Klarinettenstelle, legendär von Dieter Klöcker, ist frei. Und ich habe ihm erst mal erklärt, dass ich noch selber gar nicht ausgelernt habe, wie kann ich anderen was beibringen. Die Angst hat er mir sofort genommen, weil er ja selber mit 27 an der Freiburger Musikhochschule Oboe begonnen hat zu unterrichten. Und ein Urmusiker, der spielt ja bis heute Oboe. Und zwar wunderschön, ich habe ihn neulich gehört, 85, 86. Und seine Musik hat auch einen so speziellen Stellenwert, also in meinem Herzen ohnehin in der neuen Musik. Und das gehört hierher. Der Flügel. Wie komponierst du? Sitzt du am Flügel zu Hause und brauchst du den Flügel, um dann doch eben symphonisch und nicht nur sozusagen aufs Klavier bezogen, also symphonisch zu komponieren? Weil das ist ja immer spannend, wenn man weiß, wie komponiert eigentlich der kompositorische Schaffensprozess. Wie ist es bei dir? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo es ja dieses berühmte Schumann-Wort dazu gibt, dass eben ein Orchestersatz nicht nach Klaviersatz klingen darf.
Und schon, was hat die Nachwelt und auch seine Zeit schon gemacht? Sie haben diesen Satz gegen Schumann verwendet, ja. Und gesagt, naja, richtig orchestrieren konnte. Was meiner Ansicht nach wirklich Blödsinn ist, man muss es extrem proben, man muss sehr viel investieren dafür. Ich brauche das Klavier, ich verbringe oft Tage, Wochen nur am Klavier, um so eine Art Harmonik zu schmecken, aber eigentlich nur dafür, dass dann im Inneren diese Welt so Gestalt annimmt, dass ich irgendwann das Klavier nicht mehr brauche. Trotzdem, letzten Endes für Orchester kann man nur freihändig schreiben, indem man sich es wirklich vorstellt, würde ich sagen. Trotzdem, dieses Monstrum aus dem 19. Jahrhundert, so ein Flügel, der ja in den alten 19. Jahrhundertsalons, wie man sieht, bei Wagner gang und gäbe war, ist auch bei mir 2025, 2026 immer noch ein wichtiges Utensil. Und hast du einen Traum eines Kompositionshäusels in den Bergen, wie es auch Brahms hatte oder Wagner hier hatte? Oder sagst du, der Ort ist die Heimat, das ist wichtig, aber du träumst dich jetzt nicht an einem Ort, wo du am besten komponieren kannst? Lustigerweise nicht, weil ich ihn wirklich in München-Heidhausen gefunden habe. Okay. Also da habe ich wirklich auch gar nichts Besonderes, der Musikraum, aber dort ist es eigentlich schön in Berlin. In der Wohnung habe ich auch wirklich viele Stücke, auch sehr mir wichtige Stücke, Klarinettenquintett zum Beispiel, weite Teile davon geschrieben. Aber trotzdem, es ist schon so, auch es gibt in Amerika ein kleines Festival, das Yellow Barn Festival, was sehr progressiv ist. Dort habe ich immer gut komponieren können zum Beispiel. Also es hängt auch mit Menschen zusammen, mit einem guten Ort. Also da gibt es mittlerweile schon ein paar Orte, wo auch sozusagen die mit meinen Terminen vertrauten Menschen immer sagen, Mensch, dort hast du eigentlich immer gut komponieren können. Ja, sowas gibt es schon auch. Du, jetzt vielleicht noch eine wirklich bewegende Frage. Dir war ja auch ganz wichtig zu prägen, etwas Neues hier beim Lucerne Festival. Ich meine, es ist ja einfach schon so großartig ausgestattet, die Academy läuft und trotzdem hast du gesagt, ich möchte gern ein eigenes Festival machen in Richtung Echoes, also das Echo. Was war dir da so wichtig und wie prägst du das? Was ist deine Idee dahinter? Also im Prinzip ist da mein ganzes, nicht mein Selbstverständnis drin, aber so wie ich Kunst sehe, ist da drin. Wir kommen woher? Ja? Der Philosoph Odo Marquardt prägt sehr schön mit dem Satz, Zukunft braucht Herkunft. Also wir kommen woher, wir sollten es besser gut kennen. Genauso wie Schönberg nur die Musikgeschichte so revolutionieren konnte, also im Wortsinne etwas umwälzen, weil er die Rückseite so kannte, die er da umgewälzt hat. Und mir ist sehr, sehr wichtig in unserem gemeinsamen Wirken, auch in Luzern, dass man die neue Musik mit der Tradition mehr zusammenbringt. Das wäre mir so wichtig. Und dass sozusagen auch dieses Festival, dieses Echoes Festival, dass da auch Stücke aus dem 19., aus dem 14. Jahrhundert erklingen dürfen. Weil ich finde immer, es gibt auch Zeitgenossenschaft über die Jahrhunderte hinweg. Und ich finde immer, dass dann können sich die Sachen aneinander entzünden und befruchten. In anderen Worten, wenn ich ein Schumann-Stück gehört habe, ein radikal spätes Stück von Schumann, und dann ein Stück aus unserer Zeit höre, werde ich bestimmt das heutige Stück anders hören und das Schumannsche eben auch. Das ist ein bisschen die Idee von diesem Echos. Und das, was ich ja auch schön finde, ist in letzter Zeit vermehrt erklärst du uns auch, ich nenne das jetzt mal die Dissonanzgeschichte der Musikwissenschaft. Nicht? Also was war das Besondere, was eben Mozart ausgemacht hat? Warum war das revolutionär? Und das begeistert mich immer wieder als Zuhörer auch. Du findest eben deinen Weg durch die Musikgeschichte und beziehst es dann auch in deine Komposition ein. Das heißt, wir werden ja auch die Dichterliebe sozusagen als Thema in Echoes behandeln. Kannst du was zu deinem Stück noch sagen? Also eine so heilige Kuh wie die Dichterliebe, überhaupt das zu berühren, da habe ich auch gezögert, bis ich das gemacht habe. Aber es musste sein. Warum ist das so eine heilige Kuh? Weil seltenst in der deutschen Sprache ist eine so glückliche Ehe zwischen Text und Musik entstanden. Dieser geniale Text von Heinrich Heine und die Schumannsche Vertonung. Und jetzt in einem dritten Prozess habe ich nun versucht, mich von diesem Klaviersatz zu entfernen und für 20 Orchesterinstrumente
den Klaviersatz neu zu setzen, aber auch durch Zusatzstimmen zu verwandeln und durch bestimmte Spieltechniken und bestimmte Instrumente wirklich ins Heute zu ziehen. Die Gesangsstimme ist bis auf 2,5 Ministellen nicht angetastet. Also es ist eine Art Interpretation der Dichterliebe durch Instrumentation. Schön. Dann ziehen wir jetzt mal weiter. Sehr schön.